Dass hier dieses Expeditionsmobil steht. Shit, alles. Der steht da richtig schräg. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir haben nur Schreie gehört draußen. Wir müssen jetzt einfach trotzdem wandern gehen, weil wenn wir aufs gute Wetter warten, dann warten wir uns hier dumm und dämlich. Das ist echt einfach nur gigantisch, das Ding. Also müsst ihr mal gesehen haben. Das ist wirklich... Look who's back. Wir sind zurück. Mit schlechtem Wetter. Immer noch in Schweden. Aber guter Laune. Aber guter Laune. Wir müssen jetzt erstmal einkaufen fahren. Wir müssen die Vorräte auffüllen. Wir haben alles verbraucht, was so geht. Und freuen uns auf das Wochenende. Und wissen noch nicht, wohin es geht. Ich glaube, ein Blick auf die Wetterkarte macht vielleicht Sinn aktuell. Vielleicht macht es auch keinen Sinn, vielleicht ärgert man sich nur. Aber wir finden schon noch einen Ort, der gut ist. Ich glaube, wir dürfen aktuell nicht zu häufig in die Wettervorhersage gucken, weil es ja doch irgendwie immer noch sehr viel Regen ist. Also ihr seht, es hat sich in den letzten 3-4 Wochen nicht viel geändert. Uns ist mal aufgefallen, seit wir jetzt in Skandinavien sind, hatten wir nicht einmal mehr als 2 Tage am Stück Wetter ohne Regen. Es ist echt verflucht dieses Jahr, aber wie gesagt, in ganz Europa spielt es ja gerade irgendwie verrückt. Also wir wollen uns da jetzt nicht beschweren, wir machen wie immer das Beste draus und schauen mal. Es sah immer nie so aus, weil wir immer gefilmt haben am Wochenende und da war komischerweise immer relativ gutes Wetter. Der Samstag immer, ja. Der Samstag war immer gut, ist immer unser goldener Samstag gewesen. Ich hoffe, er bleibt es auch. Ja. Dass wir wirklich schön in die Natur raus können und euch Schweden präsentieren können von der besten Seite. Jetzt fahren wir erstmal los und kaufen was ein. Wir haben dich vermisst, doch die Erde ist jetzt nass genug. So viel. Weniger als letzte Woche. Ist jetzt die Frage, jetzt wegräumen oder? Ich würde lass mal rüberfahren, dann können wir es da wegräumen. Wenn wir Wasser und so machen, ja. Was ganz gut ist. Oh, so dies und das. Und ich hatte richtig Appetit heute. Ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Erwachsenenleben sowas gekauft habe. Ich glaube, ich mag das sonst eigentlich nicht, aber heute... Milchschnitte? Willst du auch eine? Ja. Die haben mich heute irgendwie angelächelt. Vielleicht, weil ich auch mit Hunger einkaufen gegangen bin. Ich habe auch Hunger bekommen in der Zeit. Milchschnitte. Da hast du was drauf, oder wie war das? Nee, das ist Nutella. Ja. Guckt euch das an, die Sonne scheint. Wir wissen gar nicht mehr, wie das Gefühl ist, ohne Regen aufzuwachen. Endlich mal wieder. Und wer hätte es anders gedacht? Pünktlich zum Wochenende. Wir haben echt einen Dusel, dass es immer gegen Samstag besseres Wetter wird. Ich hoffe, jetzt ist Freitag, wir sind fertig mit Arbeiten. Ich hoffe, morgen bleibt es so und es ist wieder schönes Wetter, so wie die letzten Wochen. Und vielleicht kommt ja auch noch der ein oder andere Tag noch dazu. Hätte man nichts dagegen. Wir haben ja noch was ganz Cooles geplant in Schweden und meine Theorie ist, dass sich Schweden genau dafür das gute Wetter aufspart. Also ich bin ganz, ganz felsenfest davon überzeugt, deswegen habe ich gar kein Problem damit. Soll sich jetzt ausregnen, wir haben gute Wandersachen, wir können morgen auch bei Regen wandern. Hauptsache,
zu unserer geplanten Aktivität ist schönes Wetter. Ja, So. weil dafür brauchen wir wirklich schönes Wetter. Das ist auf jeden Fall Outdoor, das werdet ihr noch sehen. Da braucht man gutes Wetter, das wäre eine Qual sonst. Ja, wir fahren jetzt erstmal los. Wir fahren in die Natur. Endlich, wir haben richtig Bock, die Natur Schwedens weiter zu erkunden und nehmen euch natürlich mit. Das war gerade wirklich unglaublich. Fabi sagt gerade in einem Moment, so richtiges Rentierglück hatten wir bisher nur an dem Tag, wo wir von Norwegen nach Schweden zurückgefahren sind. 5 Sekunden später steht ein Rentier an der Straßenseite. Aber wir hatten auf jeden Fall noch kein Elchglück. Ja, aber provoziert das Glück nicht. Jetzt komm schon, ein Elch. Ein Elch wäre es echt. Ja, aber wieder mal ein wunderschönes Tier mit so einem Wahnsinnsgeweih. Also das macht die Fahrt immer noch mal schöner. Kurzer Zwischenstopp Richtung Natur. Anna hat noch ein Kinocafé rausgesucht. Café Cineast. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Das sah ganz nett aus. Ich habe einfach mal einen Kaffee rausgesucht bei Google. Weil ich wollte, die Zeit, die wir jetzt noch in Schweden sind, müssen wir noch mal gute Zimtschnecken auch essen. Das stimmt. Und ihr seht's, es ist unglaublich. Ja. Guckt euch das Wetter an. Gefühlt die letzten 6 Tage nicht die Sonne gesehen. Und nicht nur gefühlt, es war wirklich Ja, so. das war so. Also wir verarschen euch nicht. Es kommt wahrscheinlich so rüber, als ob wir nur Sonnenschein hätten. Und wir nur rumpalabern. Aber es war wirklich schlecht die ganze Zeit. Aber naja, ist es schön. jetzt ist es schön. Den habe ich markiert. So, clever wie wir sind wir jetzt noch schnell zur Touri-Info hier gefahren, kurz vorm Nationalpark und haben uns mal informiert, wie viele Eingänge es hier eigentlich gibt. Es gibt viele. Und vor allem, der Nationalpark zieht sich sogar bis nach Norwegen. Also der verläuft in Schweden und in Norwegen. Ja, Also eigentlich ganz cool. wir sind gespannt. Es fängt leider wieder an zu nieseln, aber wir sind sehr optimistisch, dass wir auf jeden Fall heute nochmal rausgehen können. Ich würde sagen, wir gehen, wenn wir gleich ankommen, wir fahren jetzt noch eine halbe Stunde. Dann schlawinern wir ein Stück von der Zimtschnecke, um die zu kosten. Weil heute ist sie noch am frischsten. Das stimmt, das müssen wir machen. Und dann gehen wir noch eine Runde spazieren und morgen machen wir eine ausgiebige Wanderung, oder? Ja, clever wie wir sind, haben wir vorhin in diesem Cinema-Café noch eine Zimtschnecke mitgenommen. Bollen, wie heißen die? Karnebulla. Karnebulla. Man muss da sehr aufpassen, es gibt nicht nur Karnebulla, also die mit Zimt, sondern es gibt auch die... Kardamombulla. Boah. Also, wer mal Kardamom in einer Zimtschnecke gegessen hat,
der weiß, wovon ich rede. Also entweder man liebt es wahrscheinlich oder man verabscheut es. Und ich bin definitiv Nummer 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Kardamom in eurem Gebäck mögt oder nicht. Ich komme da gar nicht ran. Wir hatten es einmal und das ging gar nicht. Ja, es schmeckt so ein bisschen seifig, aber es ist wie mit Koriander. Es ist wahrscheinlich wie mit Entweder man Kaffee, liebt ja. es, wenn man hasst es. Getting back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost in the So, wir sind jetzt im Fuel Fellet Nationalpark angekommen. Und weil es bei den anderen Nationalparks immer so war, dass man da auf den Parkplätzen auch übernachten konnte, sind wir irgendwie ein bisschen davon ausgegangen, dass es hier vermutlich auch der Fall sein wird. Dem ist aber nicht so. Hier stehen sehr viele Schilder, wo steht Übernachten verboten. Deswegen ja, werden wir jetzt hier nur noch eine Stunde spazieren gehen, dann wieder zurückfahren und dann morgen wahrscheinlich zu einem anderen Eingang fahren und da eine längere Wanderung machen. Hätte man sich vorher informieren müssen, haben wir nicht, deswegen müssen wir jetzt damit leben. Aber erstmal probieren wir jetzt hier so ein Carnebulla. Die riechen schon mal richtig gut. Deine Kapuze zu urteilen, ist das Wetter schon wieder ausbaufähig. Ja, aber wenn man da hinguckt, da kommt die Sonne schon wieder durch. Und ganz ehrlich, Leute, wir können jetzt nicht mehr aufs Wetter Rücksicht nehmen. Wir müssen jetzt einfach trotzdem wandern gehen. Weil wenn wir aufs gute Wetter warten, dann warten wir uns hier dumm und dämlich. Kann es einfach nicht genug geben. Schmeckt halt immer. So sehen an jeder Wanderung meine Finger aus. Wie die Schlucht entstanden ist. Nicht durch Tor und auch nicht durch einen Giganten, sondern durchs Wasser. Schön. Also ich glaube, damit hätten wir jetzt auch gar nicht gerechnet, aber es ist echt richtig cool. Wir können sogar bis hinten noch vorgehen. Ja, warum macht man da auch eine Treppe hin? Das verstehe ich auch nicht. Also ich war gerade einmal kurz unten, absichtlich dann, wenn Fabi nicht geguckt hat, weil er sonst einen Herzinfarkt bekommt.
Also absolut gigantisch, dieser Wasserfall. Der macht mir echt sprachlos, muss ich sagen. Der ist echt überwältigend. Ich hoffe, es kommt ein bisschen rüber auf der Kamera. Man steht jetzt relativ nah dran. Am Anfang sind wir nicht nass geworden. Dann dreht der Wind und auf einmal, zack, kommt alles hier rüber. Aber atemberaubend, also wirklich einmalig gerade irgendwie. Und der hinten fängt gerade an, den Regenbogen sich aufzubauen. Wirklich, und jetzt wieder, es ist gerade keiner da, weil wir relativ spät gekommen sind. Gigantisch, ja. Wirklich richtig krass. Ich hätte es nicht erwartet, überhaupt nicht. Das ist echt einfach nur gigantisch, deswegen. Also müsst ihr mal gesehen haben, das ist wirklich. Ich bin echt begeistert gerade. Wie ihr wisst, sind wir in Europa sehr viel unterwegs und damit wir immer und überall unsere Lieblingsserien auf Netflix gucken können, benutzen wir CyberGhost VPN. Mit CyberGhost VPN kannst du auf verschiedenen Endgeräten deinen Benutzerstandort wechseln. Damit kannst du deinem Handy oder deiner Spielekonsole oder deinem Fernseher vorgaukeln, dass du dich in einem anderen Land befindest, als du wirklich bist. Mit einem VPN ist es nämlich möglich, auf geoblockierte Inhalte zuzugreifen. So hat Netflix Amerika ganz anderen Inhalt als Netflix Deutschland und somit könnt ihr viel mehr Inhalt gucken, als ihr es nur in Deutschland könnt. Und nicht nur auf Netflix lassen sich viel mehr Inhalte rausholen. Ihr seht hier mal eine Auswahl von verschiedenen Anbietern, auf die sich VPNs nutzen lassen. CyberGhost VPN ist dabei ganz easy zu bedienen. Ihr braucht keine Vorkenntnisse und die App ist wirklich intuitiv und einfach nutzbar. CyberGhost VPN hat mittlerweile 38 Millionen Nutzer und sind auf Trustpilot mit ausgezeichnet bewertet. Und dadurch, dass ihr ein Abo auf 7 Endgeräten nutzen könnt, könnt ihr das auch unter euren Familienmitgliedern aufteilen. Über unseren Link erhaltet ihr den aktuell besten Deal bei CyberGhost VPN. Mit 83% zahlt ihr am Ende nur 2,03 € pro Monat und 4 Monate kommen gratis obendrauf. Falls ihr CyberGhost VPN mal ausprobieren wollt, habt ihr eine 45 Tage Geld-Zurück-Garantie und habt somit kein Risiko. Endlich mal wieder Auto fahren. Ich gucke aufs Navi. Vorher vor der Kreuzung. Ja. Wo sind wir? Dann kommt das gelöst? Ja. Okay, hinten kommt nichts wahrscheinlich. Okay, sehr gut, halten. Ja. Perfekt. Machst du hervorragend, Schatz. Schon gegrüßt, ja. Hat er auch gegrüßt? Sehr gut, richtiger Trucker frühst. War ich das Auto kaputt, wenn ich jetzt im dritten hier fahre mit Nö, 60? nö. Du, das hörst du, wenn der ganz hoch dreht, Ja. wenn es sich so ungesund anhört, dann musst du schalten. Ja, ich Vorher weiß. nicht, jetzt Ja. ist okay. Was für eine Entwicklung, ey. Jetzt fährst du schon mit 60 hier auf der Straße. Also Fabi hat gerade schon gesagt, als ich gemeint habe, wenn ein LKW vor uns fährt, dass wir hinter dem hinterher tuckern, dann hat er gesagt, keine Sorge, der ist eh doppelt so schnell wie wir.
Ja, aber man muss sich da ja auch langsam rantasten. Vor 2 Wochen bin ich noch gar nicht gefahren, also Ja, das muss der fährt langsamer als ich. Der fährt sehr langsam. Vielleicht ist es auch jemand, der noch übt. Ja, kann das sein. Man muss aber auch sagen, Fabi ist heute auch schon viel besserer, oder was heißt besserer, ein viel entspannterer Beifahrer. Ich muss mich auch erst dran gewöhnen, auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen. Wie ist es für dich? Ja, für mich ist es auch total ungewohnt. Ich sitze nie auf dem Beifahrersitz gefühlt. Aber In geht 11 schon. Jahren Macht das schon sehr gut hier. Also kann ich mich dran gewöhnen. So. Einmal wieder aus der Komfortzone raus in den Gang rein. Und heute im 3. Gang. Also schon einen Gang gesteigert. Und vor allem bin ich jetzt auch eine halbe Stunde oder so schon gefahren. Mit Gegenverkehr. Ja, auf einer richtigen Straße. Nicht auf einer Schotterstraße, ja. Aber bevor die Kreuzung kommt, tauschen wir jetzt. Das wird dann der nächste Schritt sein, aber nicht heute. Sehr gut. Das Samstagswetter ist zurück. Ich habe es quasi beim Autofahren gefunden. Ja, und wir waren irgendwie jetzt ein bisschen träge. Lagen gerade eine Stunde im Bett. Aber bei dem schönen Wetter müssen wir echt nochmal raus in die Natur. Ja, richtig schöner Fluss, haben wir gerade schon festgestellt. Hier starten und enden anscheinend auch Kanutouren. Haben wir eben ein Schild gesehen. Aber wir gucken es uns heute vom Land quasi an. Auch schon schön. Bisschen größer zu sein wäre auch schön. Ich kann gerade so drüber gucken. Mal wieder hervorragend aus. Gibt's heute? Es gibt grünes Curry. Die alte Frage, grünes oder rotes? Fabi wusste vorhin nicht mal mehr, dass er mal gesagt hat, er mag lieber grünes Curry. Wo habe ich das gesagt? In Deutschland, das war in Xanten tatsächlich. Nee, ich habe es in einer Podcast-Folge gesagt. Auch im Video. Ah, okay. Ja. So, Reis ist fertig. So. Eigentlich müsste ich dich heute mal filmen. Mal sehen unsere Zuschauer nur, wie ich hier anfange zu essen.
Ich hoffe, ihr habt jetzt auch was Leckeres zu essen. Ja, ist lecker. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Mountain laurel high fives for miles in spring. Rainbow trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, gold anything, golden. I'll follow only golden, golden, golden things. Walk up the river by my son. Feet step over splinters of the moon. Golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Gold birds, gold string, gold words, gold anything, golden. I follow only golden, 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 golden things. Golden, I follow only golden, golden. So, schnell Tür zu. Oh. Sonntagstradition. Willkommen zu unserer Sonntagstradition. Das Rezept für die Frühstücksbrötchen habt ihr im vorletzten Video, im letzten Video unter unserem Video angepinnt bekommen. Falls ihr die mal nachbacken wollt, schaut da gerne im letzten Video nochmal vorbei. Wir verlinken euch das hier irgendwo. Ihr wisst schon, wie das funktioniert. Wir mussten heute erstmal ein bisschen länger schlafen, weil wir ganz schön Schlafdefizit hatten. Und wir alles dunkel gemacht haben in Van und zum Glück keine Mücke vorbeikam. Und wir so echt lange geschlafen haben. Wir werden jetzt diesen wunderschönen Platz verlassen. Vielleicht noch eine Runde spazieren gehen da oben. Mal gucken. Der ist wirklich traumhaft. Ich habe gerade hier mit einem Schweden geredet. Der hat gesagt, der Spot ist richtig gut zum Angeln. Ich habe gestern mal Glück probiert. Ich habe nichts gefangen, außer ein paar Grasaale. Also auf Deutsch nichts. Man muss aber dazu sagen, Fabi ist auch nicht der geduldigste Angler. Nein, ich war so nicht. Nach einer Viertelstunde, wenn da nichts angebissen hat, packt er die Angel auch wieder zusammen und kam dann gestern zurück. Also das werden wir mal noch ein bisschen ausgiebiger testen. Ja, wir haben noch genügend Zeit, das richtig zu testen. Das verraten wir euch aber noch nicht.
Wir müssen nachher erstmal noch ein bisschen was einkaufen Ja. und organisieren. Und genau, und wir genießen vor allem das wunderschöne Wetter, weil ich habe das Gefühl, Schweden meint es jetzt doch gut mit uns. Also vom Wetter. Die Natur war schon die ganze Zeit traumhaft schön, aber rein vom Wetter. Ja. Deswegen wollen wir das jetzt erstmal noch ein bisschen genießen. Wir müssen heute noch einkaufen, weil wir haben nächste Woche ein spezielles Ereignis, über das wir noch nicht zu viel verraten wollen, was ein bisschen Überraschung ist. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir nächste Woche keinen Film rausbringen können und dass drauf die Woche das dann thematisiert wird. Also nächste Woche wird es kein Video von uns geben, dafür dann darauf ein spezielles. Und für diese Sache müssen wir jetzt auf jeden Fall noch was einkaufen. Jetzt machen wir uns mal einen Einkaufszettel. Ich glaube, sonst vergessen wir die Hälfte. Creep into your presence now. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true. So, die Aufregung steigt immer mehr, weil wir waren vorhin zumindest halbwegs erfolgreich. Wir haben jetzt nämlich schon eine Mütze, 1, 2 T-Shirts noch, eine Stirnlampe, Outdoor-Tassen, so Sitzmatten und ganz, ganz wichtig, vielleicht muss Fabi einmal assistieren und mir zuwerfen, Schlafsäcke. Ja, die sollten perfekt passen für das, was wir vorhaben. Die Nacht wird hier schon relativ kühl, deswegen haben wir auch ein bisschen dickere genommen. Ich habe mir noch die schöne Fleecejacke gekauft, die hält auch schon warm. Und ja, ihr werdet es dann im nächsten Video sehen. Wir freuen uns schon riesig, euch da mitzunehmen. Für heute steht jetzt eigentlich nur noch Grillen an. Wir kochen gerade schon die Kartoffeln für unseren nördlichen Kartoffelsalat mit Mayonnaise. Und dann können wir euch mal noch den Stellplatz zeigen, weil der ist auch schon wieder eine 100 von 10. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or when or what will others say. Just find your way and try to stay true, 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 true. Crazy, oder? Shit, Alter, das steht da richtig schräg. Scheiße. Noch ungewohnte Rettungsaktion in der Nacht, ein bisschen Action. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Wir haben nur Schreie gehört draußen. Und ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen konnte. Da ist jetzt ein Wohnanhänger hier auf dem Platz richtig schön in die Grube gefahren. Ja, der ist da nicht mehr allein rausgekommen. Und zum Glück stand hier so ein großes Expeditionsmobil und hat ihn jetzt rausgezogen. Ich bin jetzt gerade noch rausgegangen, weil wir wussten gar nicht, was los ist gerade. Und wollten jetzt noch fragen, ob wir helfen können. Aber die hatten den jetzt schon rausgezogen. Und es ist ja halt stockfinster und er hat wahrscheinlich einfach den Weg ein bisschen
überschätzt, die Breite, und ist hier mit seinem Wohnanhänger richtig schön in den Graben runtergerutscht und musste jetzt da echt von so einem Expeditionsmobil rausgezogen werden. Da hätte ich jetzt auch nicht mal, hätte mir auch nicht helfen können. Also da braucht es ja wirklich PS-Power und nicht nur 2, 3 Leute, um den dann wieder rauszukriegen. Gut, wenn so ein Expeditionsfahrzeug in der Nähe ist, da hatten sie echt Glück. Der Schaden des Wohnanhängers hielt sich zum Glück in Grenzen. Also es war schon auf der rechten hinteren Seite eine große Beule drinne. Aber ich denke, das kann er verschmerzen. Seht bitte nach, dass ich aus logischen Gründen nicht gefilmt habe. Ich glaube, das wäre für alle Seiten ein bisschen unangenehm gewesen, wenn ich da jetzt voll drauf halte. Und er war schon ein bisschen, ja, durch den Wind, der Fahrer ist ja klar. Er ist wieder rausgekommen, ist jetzt gerade weitergefahren, dann heute, 2 Tage später nach dem Vorfall. Und wie gesagt, optisch ist was, muss bestimmt irgendwann gemacht werden, aber sein Urlaub kann er auf jeden Fall fortsetzen. Also alles nochmal gut gegangen. Wir werden uns jetzt auf unser bevorstehendes Event vorbereiten, müssen noch ein paar Erledigungen machen, müssen jetzt erstmal noch fertig arbeiten. Und weil wir nächste Woche, ja, eine ganze Woche unterwegs sein werden, heißt das, dass wir kein Video für euch haben nächste Woche. Das kommt dann drauf folgende Woche. Ja, und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dem so ist, lasst gerne ein Like da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut alle zusammen. Ach so, und falls ihr noch ein VPN braucht, schaut unten in den Link, da geht's zu CyberGhost VPN.